Hallo zusammen, ihr Lieben. Es ist Vollmondzeit und wir schauen, welche Botschaft der Vollmond uns mitbringt, um was für Themen es geht. Das hier ist eine kollektive Legung und ich bin gespannt. Okay, wir können uns von etwas trennen, wir können etwas verkürzen, wir können einen bestimmten Erfolg einfahren. Es sind sehr schnelle Energien und die bringen uns hier Klarheit, die stehen unter einem guten Stern. Hier hat man eine Lektion gelernt, eine Wunde genesen und es ist eine sehr magische Zeit auch für ein bisschen Ernte und auch so ein kleiner Glücksaspekt dabei, ne? Auf jeden Fall können wir von diesem Punkt hier auch einfach unsere Visionen wieder ein bisschen vergrößern. Genau, etwas Belastendes, etwas Zähes, ein langer Prozess wird jäh unterbrochen. Ein Umdenken hat stattgefunden. Hier auf der bewussten Ebene können wir etwas beenden, etwas Neues beginnen, unseren Standpunkt auch erneut in eine neue Richtung lenken. Ich habe hier so die lange Zeit angezeigt, die etwas gedauert hat oder eine Zeit, die auch sehr zäh war, wo man schon nicht mehr dran gedacht hat, dass sich irgendetwas bewegt und hier kommt es dann sehr plötzlich. Es kann auch eine Wende sein bei Dingen, wo ihr gedacht habt, hier geht es in die und die Richtung und zack, kommt etwas anderes, das unter einem guten Stern steht hier. Es geht hier mit um das Gefühl, alles allein managen zu müssen, abgeschnitten von irgendwas zu sein. Auf der unterbewussten Ebene hat man vielleicht auch irgendwie eine Mauer, einen Turm um sich um, eine Grenze, die man überschreiten darf, um dass man selber wieder offener wird, also so eine persönliche Grenze. Und es geht hier auch um irgendeine Nachricht, ne? Es geht entweder um ein Gespräch, das hier die Wende bringt, eine Nachricht, die eine Wende bringt, oder eine Kommunikation, nach der kannst du irgendwie aufatmen. Und es ist etwas, was in der Vergangenheit schon begonnen hat. Die Kommunikation bringt hier die Transformation sozusagen und es geht hier um Hindernisse, die umwunden werden oder umgangen werden. Hier ist die schnelle Auflösung, die Sensehaut hier in dem Berg, der sagt, beendet das Hindernis, der sagt, beendet den Rückzug und es geht einfach mit hoher, enormer, schneller Qualität nach vorne. Wow, wir haben hier die Sonne dabei. Also überall da, wo du gedacht hast, das hat mich einen Haufen Energie gekostet. Ich habe viel Energie verschwendet für meine Dinge. Hier kommt echt ein plötzlicher Erfolg, eine gute Nachricht, eine Zusage, irgendwas, was einen zähen Prozess unterbricht und dir die Ja-Energie für die Dinge hier mitgibt. Auch ein großer Erfahrungsprozess wieder, der hier liegt, ich sag mal, wirklich eine gelernte Lektion über längere Zeit. Eine Lektion auch, wo man gedacht hat, möglicherweise, das hat sich schon so manifestiert, dass es gar nicht weggeht. So, dann kommen hier die Wege aus dem Umfeld, positive Wege, gute Entscheidungsmöglichkeiten, tolle Optionen, die irgendwie auch aus einem Labyrinth rausführen, aus einer Sackgasse oder einem Kreisverkehr, an dem man endlos fährt. Hier muss man an dieser Stelle ein bisschen aufpassen. Was heißt aufpassen? Achtsam sein. Denn manche Wege, die führen auch erst noch mal ein bisschen nach hinten. Wenn die Energie so plötzlich kommt, dann
kommt der Kopf oftmals nicht mit und man neigt dann dazu, vielleicht nochmal einen Schritt zurückzugehen und dann Anlauf zu nehmen. Also das kommt immer darauf an, wie nach vorne orientiert oder wie geklärt man ist. Aber in der Mitte der Legung liegt ein Haufen Klarheit für uns. Also plötzlich übermannende Erkenntnisse und auch Klarheit. Im Haus der Hoffnungen und Ängste haben wir hier, dass wir vielleicht fürchten oder Kummer damit haben, dass wir irgendeinen Weg gehen, bei dem wir noch nicht so richtig wissen, wohin führt er dann am Ende. Wie viele Lektionen sind jetzt hier wieder dahinter oder dabei? Und da gibt es ja so eine schöne Antwort aus einem Spruch, wo ich den mal gelesen habe, habe ich gedacht, oh mein Gott. Also wenn du die Frage beantwortet hast, stellt dir das Leben die nächste Aufgabe, ne? Oder wenn du die Antwort weißt, stellt das Leben die nächste Frage. Und so ist es halt. Dazwischen gibt es immer wieder mal Pausen und Wohlergehen und so. Aber das hier ist schon fast so auch was wie eine bestandene Prüfung irgendwie. Etwas Größeres in deinem Leben. Hier geht ein neues Kapitel auf für viele. Sie haben die Instruktionen, die sie brauchen, um eine gute Entscheidung zu treffen für sich. Guckt mal, es geht nur um uns selbst. Und es geht darum, eben das blockierende Element, die Schwierigkeit, die Zähigkeit auch hinter sich lassen zu können. Wenn ihr die Reihe hier anguckt, oder wir spiegeln das mal, dann haben wir hier unten tatsächlich so dieses Ding, wo wir viel Energie verloren haben oder etwas, was eben auszehrt auf die Zeit, hier wieder mit verfügbarer Energie, ne? Mit guten Nachrichten, verfügbarer Energie, ja, emotionaler Erfolg, emotionales Aufblühen, Veränderungen in Kürze, greifbare Veränderungen. Und ja, irgendwie haben wir einen Schatten erfolgreich besiegt. Und wir können auch das, was wir hier gelernt haben, das ist auch speziell, sehr erfolgreich wieder weitergeben. Ja, in unserem Leben, entweder an die anderen oder in ein Projekt, das dir wieder nach vorne hilft. Unterstützung ist auf dem Weg. Schicksalshafte Einflüsse. Und die Verbundenheit hat sich noch umgedreht. Ich rechne hier auch damit, dass wir Menschen kennenlernen, die unterstützend wirken. Ich glaube aber, dass es sogar welche sind, die wir noch nicht kennen. Das sind so die Wegkreuzer. Von denen gibt es immer mal wieder welche in unterschiedlichen Bereichen oder auch in unterschiedlichen Möglichkeiten. Die anderen bieten dir, die einen bieten dir intellektuellen Input oder Verbundenheit. Die anderen bieten dir Tatkraft, manche haben mehr Geld als du. Und ich glaube, dass es darum geht, dass man hier irgendjemand Spezielles hat oder dass man dem begegnet, ja, auf dem Weg ins Unbekannte, der einem auch eine gute Lektion mitbringt. Also das ist irgendwie so jemand, das ist so ein Geschenk für uns, der hier geschickt wird, der große unterstützende Kraft für uns hat, auch emotional und mit dem wir uns sehr verbunden fühlen. Echt spannend. Hier kann man sogar sagen, wir gehen in eine Phase, in der wir uns selbst viel mehr gewahr und verbunden sind, denn wir liegen hier als Ziel, in Längerfristigkeit sind wir das Ziel, wir der Punkt, an den die Reise zurückgeht.
Ja, und wir haben unten mit der sternenklare Nacht, Vollmond, die Selbstannahme. Und das finde ich auch, also die Karten, die eignen sich echt ergänzend für die Legungen perfekt bei mir. Das kommt ab und zu mal vor, dass manche Karten mir einfach so resonieren, dass sie ein Kartenbild auch bestätigen. Sprich, hätte ich die Karte alleine genommen, hätte ich die ganze Legung mir sparen können. Denn sie sagt aus, dass es um unseren Platz im Leben geht, unseren einzigartigen eigenen Platz. Und dass wir auf diesem Platz auch zulassen sollen, dass die Segnungen des Schöpfers uns erfüllen und dass wir dessen auch würdig sind, Gnade zu empfangen, die eigene Größe zu leben. Und ich glaube, die Zeiten, die sich hier beenden, sind die, wo man sich selbst nicht annehmen konnte oder wo man gedacht hat, man ist nicht gut genug, wo man sich immer wieder selber das Lichtchen unter den Scheffel stellt und sagt, nee, ich bewege mich nur in dem und dem Bereich, weil mehr wird bei mir sowieso nichts, ne? Und ich glaube, dass wir so eine Zeit hinter uns lassen. Also es ist auch ein großes spirituelles Wachstum. Viele hat es Energie gekostet, eine gelernte Lektion. Ja, und was hier halt auch wichtig ist, ist auch so ein Prinzip, das konnte ich früher gar nicht richtig greifen. Jetzt gelingt es mir immer mehr. Es geht nicht darum, ob etwas böse oder gut oder schlecht oder besser ist, sondern es geht darum, dass man unabhängig dieser Einschätzung, ne, die Sachen sieht. Also wenn du jetzt an dir zum Beispiel eine Eigenschaft hast, die möglicherweise dir als schlecht einfällt, was auch immer das bei jedem sein kann, dann ist es nicht erforderlich, das zu bewerten, ne? Es ist einfach erforderlich, das anzunehmen, dass es sowas eben gibt und dass es mit dem großen Ganzen nichts zu tun hat oder dass es das, was einen ausmacht, nicht komplett umwirft. Und dass man eben auch das akzeptiert, was man damit an Bord hat, wo wir selber bewerten, es sei nicht gut. Es geht da praktisch um so eine Verleugnung von eigenen Anteilen. Und es geht darum, je mehr man sich annimmt, desto mehr wird sich Erfüllungs- und Lebenskraft hier zeigen. Und wir können hier sprichwörtlich auch diesen Turm hier verlassen und bejahend und in Harmonie unser Ding machen. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderbaren Vollmond. Ich mache heute wieder mein Geldritual. Ich drücke euch und bis bald.